Kupfer im Blickpunkt, Chinas Blickwinkel und Umdenken im Weißen Haus. Herzlich willkommen zum wöchentlichen Marktupdate. Letzte Woche sorgte Melanias Mann wieder einmal für Unruhe. Der Grund ist wohl steigende Unzufriedenheit, da es bis jetzt zu wenige Deals gibt. Deswegen ein politischer Freundschaftsdienst gegenüber Brasilien und eine Attacke auf Kupfer. Wobei der Schelm könnte auch Folgendes denken: ein Angriff auf die E-Mobilität, denn ein Stromer benötigt rund 4-mal so viel Kupfer wie ein Benziner. Grüße Elon. Zurück zum Kupfer. Der Global Strategic Opportunities, einer unserer interessantesten Fonds bei den gemischten Produkten, der auf der einen Seite antizyklisch investiert und interessante und attraktive Assetklassen sucht und wenn die günstig bewertet sind, ihre ganze Aufmerksamkeit bekommt. Mit dieser Voraussetzung haben wir Industriemetalle im August letzten Jahres aufgestockt. Im Index hat Kupfer einen Anteil von rund 40%, im Fonds sind es dann rund 2%, was grundsätzlich positiv war und mit einer der Gründe, warum wir eine Halbjahresperformance von rund 7% absolut erzielen konnten. Wechseln wir den Blickwinkel und stellen uns an die andere Seite des Pazifiks. Im Land des Lächelns sind die Anstrengungen bei weitem nicht so groß für einen Deal wie in den USA. Einerseits ist seit der ersten Amtszeit des Präsidenten 2017 der Anteil von Exporten in die USA gesunken. Ihr seht es in der linken Grafik, der rote Pfeil, der das markiert. Andererseits die Wichtigkeit der US-Exporte für das chinesische Bruttoinlandsprodukt ist stabil bei knapp unter 5%. Außerdem nimmt der Anteil der Exporte für das BIP ab. Das ist die rechte Grafik. Die Bedeutung des Inlandskonsums oder auch der Serviceleistungen steigt. Machen wir einen Check mit den Halbjahreszahlen. Der Immobilienmarkt ist immer noch schwach und benötigt wohl noch einige Zeit. Der Einzelhandel gut, aber doch schwächer als erwartet. Handelszahlen und Industrieproduktion waren gut. Hervorsticht der Servicesektor, der mit rund 6% wächst und somit einen wesentlichen Beitrag liefert. Unser China-Experte geht von einem Wachstum von rund 5% aus, mit Erleichterungen im zweiten Halbjahr, die von der Politik kommen. Überrascht hat uns auch das Weiße Haus mit der Freigabe der H20-Chips von Nvidia für den Export nach China. Ist das ein erster Schritt Richtung China? Oder sind die wirtschaftlichen Folgen und der Verlust der Marktmacht für Nvidia derart dramatisch, dass das notwendig ist? Zum einen ist der Marktanteil in China von 90 auf 50 gesunken. Die chinesischen Eigenprodukte sind überzeugend und mittlerweile auch sehr konkurrenzfähig. Exporte von Huawei-Chips nach Asien und Middle East gefallen dem Nvidia-Chef wohl noch weniger. Und auch der Paradigmenwechsel in der chinesischen Politik, zum Beispiel war es noch die Vorstellung vor einigen Jahren, Tencent oder Alibaba zu zerschlagen, so wurde heuer ein Treffen der Wirtschaftsbosse wie Jack Ma und die chinesische Regierung arrangiert und damit ein neues Kapitel aufgeschlagen. Aber auch DeepSeek. Das Land des Lächelns hat viel mehr Spielraum und Möglichkeiten, als die Vorstellungen waren auf der anderen Seite des Pazifiks. Ja, damit verabschiede ich mich, wünsche euch viel Erfolg, einen schönen Sommer, gesund bleiben, euer Larry.